Die Seite, Frenchy, wir wollen rein! Ihr bleibt hier! Wartet doch, ihr bekommt euer Geld! Wir lassen uns hier noch nicht betrügen! Um was handelt es sich? Wir wollen unser Geld! Wir haben uns lang genug vertrösten lassen! Komm endlich raus, Fällen! Bisschen leiser bitte, ich bin in einer Minute bei euch. Fällen, wir haben eine ganze Weile bei Ihren Geschäften die Augen zugemacht. Aber diesmal gehen Sie zu weit. Jetzt ist Schluss. Dabei habe ich so viel für ihn getan. Für mich getan? Ihr Unternehmen kostet meine Gesellschaft eine $250.000. Mehr, Mr. Murdoch. Sie sollten Bauholz fällen in Wisconsin. Sie haben es für sich verkauft und stehlen Nutzholz in Kalifornien. Nach dem neuen Landgesetz ist das völlig legal. Mich interessiert nur, was Sie uns kosten. Sie gehen ins Gefängnis, bis alles bezahlt ist. Wenn ihr mich ins Gefängnis bringt, bekommt ihr euer Geld nie mehr zurück. Und was sind schon ein paar Tausender Verlust bei dem Geschäft? Mit ein paar von den Männern da draußen hole ich ein Vermögen für Sie raus. Dann hören Sie sich das mal an. Warum haben Sie seit Wochen keinen Lohn mehr ausgezahlt? Die werden nie mehr für Sie arbeiten. Die lieben mich. Und Sie auch, nicht wahr? Warum sollte ich noch einmal Vertrauen zu Ihnen haben? Weil Ihre Gesellschaft Geld haben will und das gibt es haufenweise in Kalifornien. Hey, Jim. Was gibt's, Frenchy? Wir können die Jungs nicht länger zurückhalten. Ich glaube, es ist besser, dass ich jetzt die Männer beruhige, bevor sie das Sägewerk zerstören und sie weitere 50.000 verlieren. Ach, Daisy, begleite Mr. Murdoch hinüber ins Hotel. Den besten Champagner für ihn und seine Freunde. Ich habe zufällig ein paar gute Flaschen auf Lager. Sie kommen auch mit, Sheriff? Meine Freundinnen sind ganz vernarrt in Polizisten. Nicht vergessen, Fällen. In einem halben Jahr kann ich Sie genauso gut ins Gefängnis bringen wie heute. Ruhe, Ruhe! Hier ist euer Geld, Freunde. Ein einwandfreier Bargeldscheck. Ach, mit solchen Tricks machst du uns nichts mehr vor. Wir wollen unser Geld sehen. Raus damit! Wir warten nicht länger. Jungs, hört doch erst mal zu. Ihr kriegt ja alles. Frenchy, bring diesen Scheck zur Bank. Sie sollen mit dem Boten das Geld gleich herschicken. Geh schon. Du hast gehört, die Jungs wollen ihr Geld, also hau ab. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich muss Schluss machen. Endgültig. Jim Fallon und seine Männer. Sobald ihr die Quittung unterschreibt, dass ich alles bezahlt habe, ist es aus. Dann bin ich pleite. Damit bringt ihr mich aus dem Geschäft. Das ist gut, Fallon. Wir warten nur darauf. Zahlen Sie den Männern ihren ganzen Lohn. Sie sollen wieder ehrliche Holzfäller werden. Sichere Arbeit, sicheres Geld. Wir haben genug von Ihnen, Fällen. Verlassen Sie die Stadt. Und zwar sofort. Ah, ein paar Pampashasen spielen Tiger. Das ist kein Witz, Fallon. Verschwinden Sie. Ich gehe wann und wohin ich will. Bringt sie weg! Das war richtig, Jim. Was passiert, Junge? Hat dir nur nicht gefallen. Hört zu, Jungs. Diese Schießerei hat mir gezeigt, wie ihr wirklich denkt über mich. Ihr seid mir nicht böse und es ist nur euer Vorteil, wenn ihr zu mir haltet. Ihr kennt mich. Jim Fallon hat eine gute Nase für das große Geschäft. Und ihr könnt mir glauben, dass das nur in Kalifornien zu finden ist. Dort stehen Riesenrotkiefer mit einem größeren Durchmesser als das Büro. Und so hoch, dass ihr nicht die Spitze sehen könnt. Von einem dieser Riesenbäume kriegt ihr Bretter von solcher Länge, dass ihr hier einen ganzen Monat dafür arbeiten müsst. Jetzt passt auf. Ihr seid die besten Holzfäller, die es hier gibt. Deswegen arbeiten wir zusammen. Jetzt wisst ihr, warum ich euch nach Kalifornien mitnehmen will. Jeder einzelne von euch ist mein Partner. Ihr seid Teilhaber an einem Geschäft von $100 Millionen. Wie gefällt euch das, Jungs? Wollt ihr immer noch, dass Frenchy zur Bank geht? Nein! Dann geht ihr also mit mir. Ich komm mit dir, Jim. Ich komm mit. Im Büro findet ihr ein paar Kisten mit einem guten Tropfen. Ich brauche sie nicht mehr. Jim ist ein Gott, hab ich immer gesagt. Hallo, warten Sie. Ich danke Ihnen, dass Sie mir vorhin geholfen haben. Ich heiße Yukon Burns. Sie haben mir Glück gebracht.
Ich sollte eigentlich ein Bild von Ihnen an dieses Hufeisen hängen. Sie können mich hinhängen. Ich bin vollkommen leer hier drin. Ich fülle dich ein bisschen auf. Du bleibst bei mir, Freund. Dann wirst du immer einen vollen Bauch haben. Komm mit. Goldsucher aus Alaska, ne? Yukon Burns ist Millionär, der einen Güterwagen rumfährt, um eine Arbeit zu finden. Jetzt hast du das Richtige gefunden. Verlass dich drauf. Gefalle ich dir? Deine Art gefällt mir, wie du mit den Leuten umgehst. Hier. Ich hab's noch nicht verdient. Ehrlich, hä? Ja. Außerdem kannst du gut schießen. Auf so einen Mann wie dich habe ich schon lange gewartet. Hey, Jim. Man muss den Kerlen beibringen, sich um ihre eigenen Sachen zu kümmern. Hier, mach das nass. Lem. Tut mir leid, mit der Schießerei habe ich nicht gerechnet, aber du hast deine Sache prima gemacht. Danke. Von jetzt ab hältst du dein großes Maul, verstanden? Komm, Yukon, wir gehen. Jim? Bin gleich zurück, Yukon. Na? Deinen Mr. Murdoch habe ich eingewickelt. Er glaubt dir von jetzt an jedes Wort. Was wäre ich denn ohne dich, Daisy? Das interessiert mich nicht mehr. Jetzt bezahle. Daisy, Liebling, traust du mir nicht mehr? Ich bin nicht dein Daisy-Liebling. Hörst du lieber Dora Dick? Lass meine Vergangenheit, sonst spioniere ich in deine rum. Vergangenheit, die Zukunft ist wichtig. Nur eine Anzahlung. Wir werden reich in Kalifornien. Nächsten Monat fahren wir los. Nicht wir. Ohne mich. Du. Daisy, du bringst mir Glück. Oh, heb dir deine Flunkerei auf. Für den Wilden Westen. Diese stumpfsinnigen Kerle aus Wisconsin konntest du herumschubsen. Glaube nur ja nicht, dass die Kalifornier ruhig sitzen bleiben, wenn du ihnen ihr Land wegnimmst. Ich löse dieses Problem, wenn es soweit ist. Aber ohne mich. Du wirst dort genauso auf mich aufpassen wie immer. Immer ist vorbei, Jim. Ich bin es müde, deinen Luftschlössern nachzujagen. Ich bleibe hier und kümmere mich um mich. Du hast recht, Daisy. Dir wird's besser gehen ohne mich. Du sagst es. Ich bin nicht der Richtige für dich. Du tust gut daran, mich aufzugeben. Ich bin eben nicht gut genug für dich. Glaub mir, Daisy. Ich werde dich in Ruhe lassen. Danke dir. Danke dir für alles. Ja, du verdienst einen besseren Mann als mich, aber wenn du was brauchst, weißt du, wo du mich finden kannst. Schlimm, wenn ein jemand so verlässt. Sie kommt zurück. Keiner, der mich kennt, verlässt mich. Was mache ich jetzt mit dir? Halt! Ich hab's. Ich werde dich ausstaffieren wie ein Millionär. Du fährst nach Redwood, Kalifornien, vor mir, als mein Agent. Schnapp dir die besten Bäume. Und falle auf bei den feindlichen Eingeborenen. Feindlich? Wieso? Du verlangst von mir, dass ich das hier ziehen soll? Wenn jemand mit mir befreundet ist, verlange ich alles von ihm. Warst du wirklich niemals in Kalifornien? Nur in meinen Träumen. Warum hast du dann den Alten dahin geschickt und nicht mich? Ich will es dir erklären, Franchi. Du bist ein guter Holzfäller, Boss. Aber die Leute sagen auf Wiedersehen zu dir, bevor du guten Tag sagst. Dieser Yukon. 3 Wochen in Redwood und schon fressen ihm alle aus der Hand. Ich habe das Gefühl, dass er mir noch viel Glück bringen wird. Es ist vernünftig, dass Sie abschließen, Mr. Keller. Ich hoffe es.
Hören Sie, Mr. Keller. Die neuen Anträge dieser Leute auf Nutzholz können Sie nicht ablehnen. Ich bin der Regierungsagent, Mr. Gregg, nicht Sie. An der Tür stehen Bürostunden von 8 bis 6. Sie machen wieder auf. Und zwar sofort. Ich würde höflich bleiben, Nachbar. Ah, Fellensagent Burns. Ich heiße Clive Gregg. Für mich sind Sie nur ein Parzellendieb. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Mir gehört die Rotwaldsägemühle und ich beabsichtige, diesen Männern ihre Wohnungen zu finanzieren. Das neue Gesetz wurde nicht für Holzdiebe gemacht. Was meinen Sie mit Dieben? Jeder Holzarbeiter hier hat eine Kopie von diesem Gesetz. Alle Ansprüche, die unter dem Gesetz von 1868 eingereicht wurden, werden für ungültig erklärt. Landagenten, das sind Sie, Keller, sind hiermit berechtigt, Gesuche für alle Ansprüche in Ihrem Distrikt entgegenzunehmen, wenn der Antragsteller $125 besitzt. Ich kenne das Gesetz genau, Mr. Gregg. Trotzdem warte ich noch auf weitere Anweisungen vom Ministerium, bevor ich Sie Grundstücke stehlen lasse, die meinen Freunden schon seit 50 Jahren gehören. Nur $125 Einschreibegebühr für jedes Grundstück ist Diebstahl. Dieser Mann hat die größten Bäume in der ganzen Gegend ausgekundschaftet. Vielleicht hat er Sie bestochen, dass Sie warten, bis Jim Fallon sich das beste Stück Land abgesteckt hat. Jim Fallon ist ein ehrlicher Mann. Er bezahlt den Siedlern jeden Preis, den sie für ihr Land verlangen. Hörst du, Jim? Er macht dich arm. Du sollst bezahlen. Wenn du mich hergeschickt hättest, hätten wir alles umsonst bekommen. Er weiß genau, was er sagt. Denken Sie darüber nach, Keller. Sie öffnen augenblicklich Ihr Büro oder ich lasse Sie einsperren. Nein, das werden Sie nicht. Hören Sie nicht auf ihn, Mr. Keller. Verhüten Sie Gewalttätigkeiten, Schwester Lisha. Sind die Mädchen von der Heilsarmee? Die Leute in dieser Gegend sind sehr religiös. Seelenretter. Das sind freiwillige Schwestern. Von der Schwarzen möchte ich mich mal retten lassen. Öffnen Sie jetzt das Büro oder meine Jungs brechen die Tür auf. Wenn Sie das tun, können Sie was erleben. Keller, Sie werden unsere Bewerbungen annehmen. Jetzt gleich. Vorwärts. Schwester Chadwick, nicht doch. Bleiben Sie hier. Halten Sie aus, Mr. Keller. Bleiben Sie standhaft. Ich gehe jetzt in die Stadt und erzähle das dem Distriktrichter. Für 50 Cent trage ich Sie rüber. Nein, vielen Dank. Oh, Sie haben O-Beine. 25 Cent. Ich habe keine O-Beine. Alicia! Sie haben wirklich keine. Schwester Chadwick, wenn das Ihr Vater erfährt. Na, war das nicht nett von mir? Hier haben Sie Ihr Geld. Danke vielmals. Guten Tag, Schwester Chadwick. Wo ist Ihr Mr. Fallon? Ihnen beiden verdanken wir, dass wir unser Land behalten können. Dieser Fallon ist ein fabelhafter Kerl. Er bringt Ihnen sicher Manieren bei. Das ist Jim Fallon. Oh, Freut mich sehr, Miss Chadwick. Mrs. Chadwick. Oh, Es ist genauso, wie ich Ihnen gesagt habe, Miss Chadwick. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr um Ihre Bäume zu machen. Jim hat viel Geld. Er wird Ihnen helfen. warum reichen Sie kein neues Gesuch ein? Multiplizieren Sie die Zahl 400 mit $125 und Sie wissen, was wir bezahlen müssen. 400 Grundstücke und Pleite. Ihr seid ziemlich unbegabte Unternehmer. Für die meisten Siedler in dieser Gegend ist der Glaube wichtiger als ein Bankguthaben. Das ist unnötig. Jim, es sind prachtvolle Leute. Sie geben dir alles, was sie haben. Und wenn sie nichts mehr haben, dann beten sie für dich. Schwester Chadwick, Sie glauben, dass Gebete eure Bäume retten können? Man sagte uns, wir könnten uns auf Sie verlassen. Sie dürfen nicht gefällt werden. Sind es denn besondere Bäume? Ich glaube, ja. Allerdings müssen Sie sie gesehen haben. Dann verstehen Sie uns. Schwester Alicia, kommen Sie doch fort von all diesen Männern. Wenn es so viele sind, besteht keine Gefahr. Wenn Sie nichts dagegen haben, bringe ich Sie gern nach Haus. Herrenbegleitung ist bei unseren Frauen unerwünscht. Oh, Sie sollen meinen Vater kennenlernen, Mr. Fallon. Ich möchte Sie zum Abendessen einladen. vielen Dank. Dann treffe ich Sie um 6 im Bixby Hain. Mr. Burns kennt den Weg. Unsere Bäume warten auf Sie. Ich komme gern. Das muss Glück bringen. Mädchen kenne ich viele, aber noch keine hat mich aufgefordert, ihre Bäume zu bewundern. Ich dachte, unser Aufenthalt hier wäre rein geschäftlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Warum versprechen Sie den Leuten dauernd, dass wir bezahlen? Weil es mir Spaß macht. Yukon, es wäre mir angenehm, wenn Sie mich nach Hause bringen würden. Aber klar, natürlich. Hör mal, ich möchte mit dir sprechen. Komm dann in die Kneipe da. Jag doch diesen blöden Kerl zum Teufel, bevor er allen Leuten Summen verspricht, die wir gar nicht haben. Habe ich dich jemals um Rat gefragt? Hör zu. Ich habe einen guten Job aufgegeben, um dir beim Holzstehlen zu helfen. Bis heute habe ich noch kein Geld gesehen.
Jetzt höre ich dauernd, wie dieser blöde Kerl verspricht, die Leute zu bezahlen. Was wir doch umsonst haben könnten. Niemand wird bezahlen. Sobald unsere Männer da sind, lasse ich sie in dem Grundstücksbüro einschreiben. Niemand wird bezahlen. Gib mir mal dein Messer, Lucky. Hier. Danke. Ja. Die größten und ältesten lebenden Wesen der ganzen Welt. Kommst du dir nicht ein bisschen klein vor? Nein, stark. Weil ich sie fällen werde. Die Witwe Chadwick und ihre Leute verkaufen diese Bäume um keinen Preis. Sie ist Witwe, so. Ist da ein Unterschied? Wenn du erwachsen bist, werde ich es dir erklären. Wer war Chadwick? Ein junger Matrose. Ich habe gehört, dass er vor ein paar Jahren ertrunken ist. Oh. Ich wette, aus dem kann man 100 Häuser bauen. Du, Jim? Ja? Die Siedler haben Vertrauen zu dir, weil ich ihnen erzählt habe, du bist ehrlich. Versprich mir, dass du sie nicht enttäuscht. Ich verspreche es dir. Fast 8,5 Meter. Und das ist nur ein Baby. Hallo. Pünktlich auf die Minute. Schwester Chadwick, ich habe den ganzen Tag an Sie gedacht. Ich hoffe, Sie sind hungrig. Wir freuen uns auf Ihre Kochkünste. Dann werden Sie mir beim Abwaschen helfen, damit Sie glauben, dass unser Haus Ihr Haus ist. Zunächst ein kleiner Spaziergang. Das ist mein Vater, Elder Bixby. Guten Tag. Willkommen. Guten Tag. Mrs. Blackburn, Mrs. Wallace. Wir haben uns schon gesehen. Mr. Dawn. Wie geht's? Danke. Auf dem Dach Mr. Williams. Und das ist Mr. Williams' Tochter. Guten Tag. Ein wundervolles Land. Es ist schöner als Wisconsin, nicht? Ja, das ist es. Ich war noch nie so tief beeindruckt wie von Ihren herrlichen Bäumen. Und der Tochter? Dann können Sie auch verstehen, warum wir Sie lieben. Warum wir Sie fast andächtig verehren. Verehren? Irgendjemand wird Sie bald zu Geld machen. Das werden wir verhindern. Ich bin sicher, dass wir Vertrauen haben können zu Mr. Fallon und Mr. Burns. Sie werden uns helfen, dass sie nicht zerstört werden. Wenn ich so über Bäume denken würde wie Sie, würde ich bald kein Geschäft mehr machen. Diese Riesenkiefern sind mehr als nur Bäume. Sie sind der sichtbare Beweis eines göttlichen Schöpferwillens. Sie werden 4000 Jahre alt, älter als das menschliche Erinnerungsvermögen. Der hier war nur ein kleiner, ungefähr 900 Jahre alt. Aber er war schon ein junger Baum, als die normannischen Eroberer England überfielen. Er war so groß, als Kolumbus Amerika entdeckte. Und so, als Washington die Unabhängigkeit erklärte. Hier gab uns Abraham Lincoln unsere Freiheit. Er wurde gefällt in der Amtsperiode des jetzigen Präsidenten Mr. McKinley. Sie berühren fast die Wolken und sind höher als die Turmspitze irgendeiner Kirche. In Ihrem Schatten verrichten wir unsere Gebete. Mr. Fallon wird Ihnen schöne Kirchen bauen. Reden wir mal praktisch. Sie sind alle Holzfäller. Wir fällen aber nur die kleinen. Die großen Rotkiefern bleiben stehen. Alle Bäume sind von der Regierung freigegeben worden. Sie werden uns helfen. Ich bewundere Ihren Glauben. Zum Essen! Langsam! Ein schönes Heim. Wo sitzen Sie? Wir Frauen essen später. Ganz wie es sich gehört. Mr. Fallon, wollen Sie hier Platz nehmen? Ja, gern. Wie heißt die Dame? Die Dame heißt Tom.
Kein Wunder, dass er mich mag. Während die Frauen das Essen fertig machen, hören wir noch einen Spruch aus der Bibel. Es ist Sitte bei uns, den Gast zu bitten, das Vorlesen zu übernehmen. Oh, natürlich. Selbstverständlich. Vielleicht möchte Mr. Fallon etwas aus dem Gedächtnis vortragen. Es ist besser, wenn ich lese. Schon in der Schule habe ich alles durcheinander gebracht. Hier, aus dem Psalm von David. Gesegnet sei der die Armen nicht vergisst. Gott wird ihn dafür von seinen Sorgen befreien. Amen. Amen. Gesegnet sei der die Armen nicht vergisst. Du blöder Kerl, in was hast du mich da hineingezogen? Du bist schuld. Du hast mich doch hierher geschickt. Hör zu, Jim. Wie viel willst du den Leuten für ihr Land bezahlen? Lucky, wann fängst du endlich an, vernünftig zu denken? Überleg dir mal, was es kostet, eine Holzfällergruppe aufzustellen. Ich kann 4.000 morgen freies Land bezahlen und trotzdem Geschäfte machen. Aber ich habe mein Ehrenwort gegeben. Yukon, ein für alle Mal. Ich werde für kein Land bezahlen, das von der Regierung freigegeben worden ist. Du redest wie all die anderen Länderdiebe. Wenn du wüsstest, wie ich über dich denke, wärst du froh, wenn ich weg wäre. Hey, wo willst du hin? Zurück nach Alaska. Ich brauche frische Luft. Hör zu, Lucky. Kein Freund von Jim Fallon geht von ihm weg. Darin bin ich abergläubisch, weil ich denke, mein Glück verlässt mich. Glück? Du gehst den falschen Weg. Das Glück kann man nicht an der Uhrkette tragen. Das kannst du auch nicht kaufen. Glück hast du nur, wenn du ein anständiges Leben führst. Wer redet hier von anständigem Leben? Als ich dich auflas, warst du ein ausgemergelter, arbeitssuchender Niemand. Sieh dich jetzt an, du fängst gerade an zu leben. Aber das hast du mir zu verdanken. Ich habe gewusst, dass du mir das vorwerfen wirst. Reg dich nicht so auf. Lass mich aus. Sei doch vernünftig, Lucky. Du gehst nicht. Lucky. Du hast gewonnen. Ich bezahle eine Prämie für Ihr Land. Und lässt du die Finger von den großen Bäumen? Oh. Oh. Tut mir leid, Jim. Ich hole einen Arzt. Seien Sie doch vernünftig. Ich biete Ihnen 1% vom Gewinn und Sie bringen Ihre Ausrüstung ins Geschäft. Also schön, 2%. Aber das geschieht nur aus purer Nächstenliebe. Ich weiß, Sie sind ein guter Geschäftsmann. Und finde es nett, dass Sie etwas tun, das Sie nicht nötig hätten. Jetzt schmieren Sie mir Honig um den Bart. Was hat der Alte Ihnen gesagt, wie viel Sie rausschlagen sollen? Ich habe Ihnen gesagt, dass wir daran interessiert sind, diese Riesenbäume zu erhalten. Ihr Geld wollen wir nicht. Na, langsam mit den jungen Pferden. Ich habe nicht von Geld gesprochen. Nur von Prozenten. Prozente von dem, was Ihnen gehört oder was jemand anderem gehört? Mrs. Chadwick, mein Gewissen ist rein. Also noch ein halbes Prozent. Wie heißt Ihr Gewissen? Mr. Yukon Burns? Das ist der richtige Ort, um über Gewissen zu sprechen. Hier ist unsere Kirche. Ja, hören wir doch auf mit dieser frommen Feilscherei. Geld ist Geld und Bäume sind Bäume. Ihr müsstet längst Millionäre sein. Sie haben recht. Manche Bäume sind Bäume. Kommen Sie her. Haben Sie jemals etwas Schöneres gesehen? Niemals. Sie können genug Bäume fällen, ohne diese zu zerstören. Mein Geschäft ist die Anzahl der Bretter. Sagt Ihnen all diese Schönheit gar nichts? Schönheit, sicher. Darum dreht sich alles seit Anbeginn der Welt. Darum dreschen die Menschen den Weizen, pflücken das Obst und gründen Familien. Alle Mühe der Menschen ist der Schönheit gewidmet. Der Schönheit der Frauen. Das ist die Peitsche, die uns antreibt, Alicia. Verstehen Sie mich? Ich weiß, was Sie meinen. Sie verschwenden nur Ihre schönen Worte. Nicht die Worte. Zeit. Sie verschwenden die Zeit genauso wie Ihre Worte.
hätte ich nicht gedacht, Mrs. Chadwick. Sie können einen Mann ganz schön auf Eis legen. Warum nicht? Geschäftspartner sollten nüchtern bleiben und kühl. Jetzt reden wir mal praktisch. Holzfäller, sagen Sie mir, wie hoch? Meter 68,5. Und 65 Meter. Wie viel ist der Umfang? 48 Talienweite. 4,90 Meter. Gesamtertrag? Wundervoll proportioniert. Ungefähr 30.000 Quadratmeter. Jeder Zentimeter lebt. $14 für 1000 Bretter, abgeliefert in San Francisco. Sie haben schöne Lippen. Es macht aber 5-mal so viel Arbeit, einen der großen Bäume auf den Markt zu bringen, als einen von den kleinen. Und es ergibt nur 3-mal so viel Bauholz. Deshalb sind die Riesenbäume lange nicht so vorteilhaft. Sie sind zu wenig geküsst worden. Ich sagte vorteilhaft, Mr. Fallon. Sie sollen mir zuhören. Mhm. Sie sind eine gute Mathematikerin. Jetzt hören Sie mir mal zu. Entweder Sie nehmen 3% oder ich annektiere Ihr Land. Wie heißt es in der Bibel? Gott hilft dem, der sich selber hilft. Dann brauchen Sie eine Menge Hilfe. Die habe ich schon. Ein ganzes Boot voll. Das sind Fallons Männer. Sie stürmen das Grundstücksbüro. Richter Crenshaw. Richter Crenshaw. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wir haben so auf Sie gewartet. Ich bin auf dem schnellsten Weg hierher gefahren. Hier wimmelt's ja von diesen Geschäftemachern. Sie wollen uns unser Land wegnehmen. Wir werden sehen, was wir tun können. Ich dachte, Sie wollten die Namen der Kolonisten eintragen lassen, Mr. Fallon. Das war gestern. Meine Jungs werden jetzt eingetragen. Geben Sie mir die Antragsformulare. Hier habe ich das Bargeld, damit alles bezahlt wird. Einen Augenblick, Keller. Richter Crenshaw, muss ich diese Gesuche annehmen? Ja, von jedem, der dieses Landräubergesetz ausnützt. Sagen Sie, Mr. Keller, er soll noch warten. Vielleicht bringen wir die Kosten selber auf. Er wird nicht warten. Es ist nicht ungesetzlich, was ich verlange. Geben Sie sofort diese Formulare her. An die Arbeit, Männer. Schreibt eure Namen in diese Duplikate. Fällen, was Sie machen, ist der Versuch zu betrügen. Sie lassen Strohmänner unterschreiben. Das sind keine Strohmänner. Ich strecke Ihnen nur das Geld vor. Sind Sie der Meinung, das ist ungesetzlich? Der Meinung bin ich nicht. Aber das Gericht wird den Fall gründlich untersuchen. Mir kann nichts passieren. Bei dieser Gelegenheit wird sich nämlich herausstellen, dass ich vollkommen im Recht bin. Jim, ihr lasst die Finger von den großen Rotkiefern. Mich interessieren nur die großen Bäume. Die werden Sie nie bekommen. Wir können genug Holz schlagen, um die Kosten aufzubringen. Wir glaubten Ihrem Mr. Burns und wir vertrauten Ihnen nur seinetwegen. Aber das ist vorbei, Mr. Fallon. Wir kennen Sie jetzt. Und mit Gottes Hilfe werden wir Sie hindern, uns zu berauben. Du hast einen Lügner aus mir gemacht, Jim. Die Pfoten weg von diesen Antragsformularen. Ihr bekommt nicht einen Quadratmeter Boden hier. Du gewinnst schon wieder, Lucky. Keller, geben Sie die Antragsformulare zurück. Einmal habe ich dich nur zu Boden geschlagen. Jetzt rechne ich mit dir ab. Du machst einen Fehler, Yukon. Lass das, Lucky. Das mache ich allein. Hier ist Geld für die Überfahrt. Es gibt immer noch Gold in Alaska. Ich bleibe hier. Es wird dir noch leid tun. Ich würde mit dem blöden Kerl nicht so sanft wie du umgehen. Er ist ein Mann, was du niemals sein wirst. Los, Jungs, füllt die Anträge aus.
Ich würde den Chef meiner Holzfäller nie so behandeln. Vielleicht trinken wir mal einen zusammen. Das können wir ja gleich machen. Und mach uns frei vom Hass, damit wir keinen Menschen unseren Feind nennen. Mach unseren Glauben so stark, dass wir nicht mehr fragen werden nach deinem Willen. Dass wir die Worte der Heiligen Schrift nachleben können. Liebe deinen Vater von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Amen. Sie sind in unserer Mitte immer willkommen. Ich werde mit Fällen allein nicht fertig. Ich sehe hier ein paar kräftige Burschen unter euch. Wenn die es übers Herz bringen könnten, mir zu helfen, dann wäre es leichter. Bestimmt, Yukon. Psst. Lasst ihn uns doch erst mal anhören. Ich habe in meiner Jugend eine ziemliche Schwäche für Trinken und Kartenspielen und anderen solchen Sachen gehabt. Ich habe auch mal in der Bibel gelesen. Da fand ich den Satz, liebe deinen Nachbarn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Das ist großartig. Aber das langt nicht. Es geht nämlich weiter mit ganzer Kraft. Und Kraft bedeutet Kampf. Das habe ich im Leben gespürt. Und das ist die einzige Sprache, die Jim Fallon versteht. Gewalttätigkeit ist nichts für uns. Ja, ich weiß das. Ihr verlangt auch die andere Backe hinzuhalten. Aber ihr habt keine Backen mehr zur Verfügung. Es wäre besser, es wachsen euch religiöse Muskeln. Sie legen die Bibel falsch aus. Möglicherweise. Aber ich glaube, dass starke Männer dazu da sind, die Bosheit aus der Welt zu treiben. Was wir auch tun, Mr. Burns, geschieht in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Aber Mr. Fallon benutzt das Gesetz, um unser Land zu stehlen. Gott wird uns nicht verlassen. Ich sehe, es hat keinen Sinn. Aber ich danke Ihnen, dass ich meine Theologie loswerden konnte. Auf Wiedersehen. Tag. Vater. Buch Jobias, 9. Kapitel, 22. Vers. Die dich hassen, sollen in Scham gekleidet werden. Ich bin Richter Crenshaw. Ich habe Sie gesucht. Ich möchte gern etwas mit Ihnen besprechen. Ich auch. Dann nehmen Sie beide Platz. Wir fahren zu Ihnen nach Hause. Da kann uns niemand stören. Mr. Burns, ich hörte, dass Sie ehrlich sind und mit dem Gewehr umgehen können. Ich hörte aber auch von Ihrer Schwäche für Alkohol, Kartenspiel und Frauen. Nicht für Frauen, Herr Richter. Wir sind nichts für mich. Einer der Hauptgründe meiner Reise nach Redwood war, einen Marshal zu bestimmen. Marshal? Wie wär's? Er steht vor Ihnen, Richter. Dann wäre das erledigt. Ich gratuliere Ihnen, Yukon. Das wird ihm den Rücken stärken gegen Jim Fallon. Ich konnte nicht verhindern, dass seine Antragsformulare bereits nach Washington unterwegs sind. Ihn aufzuhalten geht nur mit höherer Gewalt. Richter, wie würden Sie sich in unserem Fall höhere Gewalt vorstellen? Nun, irgendeine Art Katastrophe, bei der wir nicht unmittelbar beteiligt sind. Katastrophe? Hat das was zu tun mit Katzen? Wir tun dir nichts. Mrs. Chadwick. Guten Abend. Befreunden Sie sich jetzt mit Vierbeinern, hä? Kann ich verstehen, nachdem ich die Zweibeiner kennengelernt habe. Ist die Wahl des neuen Marschalls nicht eine gute Idee? Mr. Burns ist ein guter Mann. Er brachte Jim Fallons Geld hier raus und auf die Bank. Für den Fall, dass hier etwas passiert. Ich bringe Ihnen hier einen Brief von Richter Crenshaw, in dem er seine Meinung über unseren Fall ausdrückt. Er möchte, dass mit jedem von Jim Fallons Anträgen eine Kopie nach Washington mitgeschickt wird. Aber es ist schon spät und ich habe schrecklichen Hunger. Das sind eine Menge Kopien. Dann fange ich schon an. Gehen Sie inzwischen essen. Oh, danke. Ob ich wohl das Fenster aufmachen darf? Es ist zu dumpf hier. Aber natürlich. Bitte schließen Sie hinter mir ab. Ich bin bald zurück. Schwester Alicia, ich habe hier was für Ihre Katze. Perfekt, das ist kein Hundefutter.
Die höhere Gewalt. Einen Augenblick. Ich will nicht, dass irgendjemand was hier rausholt. Um Himmels Willen, mein Büro. Es war meine Katze, Mr. Keller. Sie wurde von 2 Hunden gejagt. Sie haben ein kluges Kätzchen. Komm. Sie stehen hier und schauen zu, wie es brennt? Sieht es nicht herrlich aus? Meine Formulare sind da drin. Dafür befindet sich Ihr Geld auf der Bank, Fällen. Ich verliere als Einziger. Mein Gerichtssaal brennt ab. So ist das. Ich nehme an, dass niemand daran gedacht hat, die Feuerwehr zu bestellen. Wie ist denn das passiert? Ein Zufall. Ihre Katze. Schwester, Sie sind gar nicht nett zu mir, so wie früher. Ich auch nicht, Jim. Lass den, der gestohlen hat, nicht mehr stehlen. Lieber lass ihn arbeiten, mit seinen Händen Dinge tun, die gut sind. Epheser. Die ersten 4 Zeilen 26. 28. Keller, telegrafieren Sie nach Washington und fordern Sie neue Antragsformulare an. Warum so eilig? Sie können nicht eher Anträge stellen, bevor nicht die Duplikate zurück sind. Das dauert lange. Das ist der überzeugendste Akt von höherer Gewalt, den ich jemals gesehen habe. Richter, ich verlange, dass Sie einen Marshal zur Untersuchung einsetzen. Ist bereits geschehen. Marshal Burns, Sie werden diesen Fall übernehmen. Marshal Burns. Im Fall von höherer Gewalt bin ich machtlos. Ich weiß etwas Ähnliches, Mr. Fallon. Der Chicagoer Fall von Mrs. O'Leary's Kuh. Natürlich sind wir nicht ganz so groß wie Chicago. Wir haben nur eine Katze. Mein Kätzchen. Wie sagten Sie doch so richtig? Gott hilft nur dem, der sich selber hilft. Wir werden das Geld für die Gebühren aufbringen, indem wir Holz schlagen und es verkaufen. Das Feuer ändert nicht das neue Gesetz. Ihr fällt keinen Baum, der euch nicht gehört. Mr. Fallon hat recht, so ist das Gesetz. Ich werde es genau erfüllen, Jim. Das ist alles, was ich will. Sie sollten der Katze beibringen, Holz zu stehlen. Bitte mir Ruhe aus, oder ich lasse den Platz räumen. Da das Feuer den Saal zerstört hat, findet die Sitzung im Freien statt. Was liegt gegen die Angeklagten vor, Marshal? Hohes Gericht. Jim Fallon klagt die Leute an, Holz geschlagen zu haben auf einem Gebiet, das ihnen nicht gehört. Richtig. Dieses Gebiet ist jetzt Eigentum der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wozu bekennen sich die Angeklagten? Schuldig. 30 Tage harte Arbeit. Marshal, Sie übernehmen die Gefangenen und tragen die Verantwortung, dass die folgende Strafe ausgeführt wird. Sie müssen auf Regierungsbesitz Holz fällen und die Stämme werden auf dem Wasserweg hierher transportiert. Herr Richter, was wollen Sie mit dem ganzen Holz machen? Nun, im Abschnitt 7, Paragraph 18 des neuen Gesetzes heißt es, Schmuckstücke oder andere wertvolle Dinge, die Gefangene hergestellt haben, dürfen verkauft werden. Der Erlös soll ihnen nach der Entlassung als Hilfe zu ihrer Rehabilitierung gegeben werden. Stämme von 12 Meter Länge sind keine Schmuckstücke. Dieses Gericht ist in Vertretung des Gesetzes hier. Ich verurteile Sie wegen Verächtlichmachung. Marshal, kassieren Sie $100 von dem Herrn. Na schön. Aber für $100 möchte ich noch etwas bemerken. $200. Noch weitere Bemerkungen und es werden 300.
Behalte das im Safe. Das ist mehr wert als die Strafe. Die Sitzung ist vertagt. In diesen 30 Tagen müssen wir die Arbeit von 6 Monaten leisten. Tag und Nacht. Wir sind ja sogar vom Richter dazu verurteilt, dass wir arbeiten. $50.000 brauchen wir, um unser Land zu retten. Also, Marshal, wollen Sie freundlicherweise die Gefangenen in die Wälder hetzen? Mach ich. Alle mitkommen! Bring in the sheep, bring in the sheep. We shall have rejoicing. Bring in the sheep, bring in the sheep, bring in the sheep. We shall have rejoicing. Bring in the sheep, bring in the sheep, bring in the sheep. We shall have rejoicing. Bring in the sheep. In einer Woche, wenn Gott will, haben wir unser Geld zusammen. Ich sage dir, ich muss meiner Frau endlich Geld schicken. Sie soll warten, genau wie du, bis ich es habe. Ich warte schon lange. Diese Herumsetzerei fällt mir allmählich auf die Nerven. Mir geht es genauso. Ich hebe das ganze Geld, was ich auf der Bank habe, für mehr Landkäufe auf. Ein paar von den Jungs, die wollen nach Hause. Keiner möchte hier bleiben. Die haben genug. Mal wieder ein bisschen meutern, was? Aber diesmal könnt ihr mich nicht verlassen. Wenn die neuen Formulare da sind, brauche ich jeden Mann von euch. Wir kriegen kalte Füße bei der Sache. Bei was? Es ist nicht gerade fein, wie du mit den Leuten hier umgehst. Wieso werdet ihr denn plötzlich zimperlich hier, Vögel? Wir wollen arbeiten und nicht stehlen. Ich bin im Recht. Ja? Viele sind anderer Meinung. Frenchie, geh mit den Jungs einen trinken. Das hat keinen Sinn, Jim. Also gut. Wir treffen uns in der Bank. Verschwindet. Warum denn nicht gleich so? Das klingt schon besser. Wenn du nachgibst, machen sie dich jede Woche fertig. Dann ist bald Schluss mit deinem Kapital. Denkst du schon wieder, was? Ja. Jim, erinnerst du dich an den Sägereibesitzer Greg? Das wäre der geeignete Partner für dich. Denk mal drüber nach. Spar dir deine Ratschläge, Frenchie. Du kriegst nur Kopfschmerzen davon. Es ist soweit. Fällen ist so gut wie pleite. Er hat schon die letzte Reserve angegriffen. Ich habe Sie als Partner vorgeschlagen. Haben wir ihn endlich geschafft, den großen Jim Fallon. Die Fellenkompanie gehört bald Lecroix und Greg. Ah, Sie geben den Ton an, Frenchie. Wir machen mit. Dein famoser Partner hat einen ganz schönen Vertrag aufgesetzt. Er hat dich ja auch nicht nötig. Das ist die Errettung. Halten Sie mich für blöd, Greg? Zwischen den Zeilen heißt es, wenn mir was passiert, gehört mein Geschäft euch beiden. Unterschreibe, Jim. Greg wird für dich Geld flüssig machen. Mit diesem Vertrag wollt ihr mir die Würmer aus der Nase ziehen. Jim ist immer misstrauisch. Ihr werdet mir kein Messer in den Rücken jagen, weil ihr kein Stück Holz ohne mich zu Wasser bringt. Wie meinen Sie das? Dieses kleine Geheimnis ist meine Lebensversicherung. Hallo! Freunde! Wir sind da! Würde es euch sehr viel ausmachen, diesen Kindern die Zeit zu vertreiben, bis der Rest ihres Gepäcks angekommen ist? Seid ihr alle Holzfäller? Kann ich dir gleich erzählen. Du bist aber stark. Ja. Hoppla. Ich war krank. Geh, lass mich runter. Lass dich ein. Ein Bier! Victor! Ein Bier! Hey, Jungs, amüsiert euch gut. Die Getränke gehen auf meine Rechnung. So ein wundervoller Mann. Tanzen wir? Sind ein paar von euch verheiratet? Ich könnte deinen Schuh voll Weißbier austrinken. Frag Angie, sie kommt aus Texas. Hier. Ein Bier, bitte! Die kleine Dora Dick. Ich habe seit Tagen von dir geträumt. Wie du auf dem Bierfass getanzt hast. Ich erinnere mich an einen aufgeblasenen Holzfäller, der war schrecklich arm. Jetzt geht es ihm gut, Liebling. Sag, wie kommst du dir vor als Königin von Redwood? Herrlich. Und du der König.
Du bist der alte Jim geblieben. Daisy, ich sag dir, wir werden enorm reich werden. Hier unterschreiben mit Dora Dick. Tja, immer noch der alte Jim. Um was für einen Diebstahl handelt es sich diesmal? Ach, diese wilden Westler, vor denen du mich gewarnt hast, versuchen mir das Wasser abzugraben. Deine Unterschrift soll mir ein bisschen Schutz verschaffen. So. Du hast Glück, dass ich schreiben gelernt habe, anstatt lesen. Gib schon her. Jasper, Sie haben gesehen, dass die Dame persönlich unterschrieben hat. Nehmen Sie das zur Kenntnis. So, jetzt möchte ich ein schönes, warmes Bad. Die Wanne steht unten im Saal. Was? Mach's gut. Ich bin bald wieder da. Was? Ich muss für ein paar Tage nach Sacramento. Mach's dir hier schön gemütlich. Frenchie wird sich um dich kümmern. Frenchie? Ja, sei nett zu ihm. Kommen Sie rein. Oh. Ach, Miss Fischer, darf ich Ihnen Schwester Chadwick vorstellen? Sie haben wohl Ihr Nachthemd vergessen. Tut mir leid, Jim, aber ich wollte nicht stören. Daisy ist eine alte Bekannte von mir. Du meinst eine Abgelegte? Wir haben jetzt alles Geld zusammen. Fast alles Holz ist schon im Wasser. Unsere Hoffnungen haben sich verwirklicht. Wir werden unser Land behalten. Aber mein Vater und ich wollten Ihnen sagen, wenn Sie hier bleiben und arbeiten wollen, werden wir Ihnen helfen. Leben Sie wohl, Miss Fischer. Wiedersehen, Jim. Hör mal, Jim. Du hast Glück, dass mein Vater leider nicht gut schießen kann. Was ist mit Ihrem? Glaub mir, ich würde mich lieber von deinem Vater erschießen lassen, als meine Freiheit verkaufen an diesen blöden Bixby. Amüsier dich. Ach. I'm the charming soubrette on the Police Gazette. I can dance with gestures and grace. I've a definite style and a beautiful smile. If by chance you glance at my face, the barbers, the cops, and first nighters, they all have pictures of me. I'm sharing my fame with the fighters, John L. and Knockout McGee. I am known as the toast of the Barbary Coast and the kind you'll never forget. I'm a burly cute queen and you'll know what I mean if you read the Police Gazette. If you're feeling depressed, let me humbly suggest there's a way for you to forget. Simply turn to the page, to the news of the stage, when you read the Police Gazette. Champagner. Ja, wir trinken auf uns. Wir haben vieles gemeinsam. So, zum Beispiel. Wir waren beide Jim Fallons Spielbälle. Bist du schon drüber weg? Es rappelt ganz schön in deinem Kopf. Daisy, Jim hat irgendwas vor, an dem du beteiligt bist. Was ist es? Frag ihn doch selber, wenn er zurückkommt. Ich bezahle Barkasse für Informationen. Das werde ich Jim Brühwarm erzählen. Du dreckiger, unappetitlicher Pickel auf dem fetten Rücken einer Laus. Ich bin doch nicht verrückt. Vorige Woche war der Damm noch nicht da. Ich war genauso überrascht. Die Fundamente stammen noch aus den alten Goldgräberzeiten. Fell. Jim Fell. Ja, jetzt sind die Siedler blockiert. Nicht nur die Siedler. Niemand bringt jetzt mehr Holz zu Wasser, ohne meine Erlaubnis. Wir sind doch Partner. Genau. Jetzt habe ich Sie da, wo Sie mich hinhaben wollten. Sie haben den Damm mit meinem Geld gebaut. Er gehört mir nicht, aber ich habe die Erlaubnis, damit den Fluss zu kontrollieren. Fällen, Sie sind zu weit gegangen. Nein, meine Gesundheit ist überaus wichtig für euch. Wenn mir was passiert, lässt der Besitzer des Dammes kein Stück Holz von euch auf den Markt. Ich bringe übrigens noch eine Überraschung für euch aus Sacramento.
Kommt in die Stadt heute Nachmittag. Ich habe eine Verabredung mit Richter Crenshaw. Der Anspruch auf den Damm ist rechtsgültig. Das Besitzrecht wurde einer ehemaligen Goldgräbergesellschaft abgekauft. Wir müssen den Besitzer feststellen. Wenn ihr wüsste, was der Damm für Der uns Besitzer bedeutet. ist eine Frau, Dora Dick. Dora Dick? Sacramento Postlager, das ist die einzige Adresse. Tut mir leid, aber da kann ich nichts machen. Absolut nichts. Ich danke Ihnen, Richter, für Ihre klare Entscheidung. Ich kann mich kaum zurückhalten. Am liebsten möchte ich dir eine Kugel ins Gesicht jagen. Du bist der Dumme. Du allein hast diese Lämmer hier mitten unter die Wölfe gehetzt. Richter Crenshaw, das ist für Sie. Vom Chef des Innenministeriums. Die Regierung vertritt die Ansicht, dass die Fellenkompanie unbehindert in dem von ihr beantragten Land roden kann. Dürfen Sie jetzt unsere Bäume fällen? Ich fürchte, sie werden es. Frenchy, du und Greg, lasst die Jungs sofort an die Arbeit. Unbehindertes Roden. Sehen Sie nun ein, dass Sie und Ihre Nachbarn Millionen verloren haben. Können Sie überhaupt kein anderes Wort als Geld aussprechen? Du gehst einen falschen Weg, Jim. Pass auf, dass sich dieser Weg nicht in die Grube führt. Du hast ein paar Partner, die zu allem fähig sind. O Gott, erhöre unser letztes Gebet in diesem Tempel. Wenn es dein Wunsch ist, dass er zerstört werden soll, so werden wir uns deinem Urteilsspruch willig beugen. Öffne unsere Herzen und verzeih diesen habgierigen Menschen, die dich in deiner Güte und Weisheit noch nicht verstanden haben. Amen. Lass dir bloß nichts gefallen. Wir haben das Recht dazu. Kommt jetzt endlich raus, ihr Idioten! Ihr seid genau in der Falllinie! Wir müssen gehen. Es ist mein Haus. Ich bleibe hier. Wenn denen was passiert, sind sie selber schuld. Das ist Mord. Wir sind nicht verantwortlich. Jim Fallon ist der Boss. Er wird dafür büßen. Es ist sehr schwer und dauert lange, bis die Säge durch diesen Baum geht. Vielleicht können wir noch unsere Freunde holen, Richter Crenshaw und den Marschall. Geh du. Eil dich. Seid ihr verrückt geworden? Der Baum fällt ja direkt auf die Hütte. Genau. Hört auf zu sägen! Wo sind die Bixbys? Woher soll ich das wissen? Vielleicht verlieren sie ihr Haus. Mein Vater ist noch drin! Halt! Sie bleiben hier!
Jim, du bist verhaftet. Fallon wollte den Baum umlegen. Lass das, Jim! Hör auf! Sie sind hier der Boss, Fallon. Ich werde gegen Sie Anklage erheben wegen Mordes. Verhören Sie mich bereits, hä? Nein, ich werde die Verhandlung gegen Sie nicht führen. Ich bin voreingenommen. Das wäre nicht fair. Wir werden einen anderen Richter finden. Bringt ihn in Untersuchungshaft, ohne Kaution. Fallon wird gehängt dafür. Was? Es war vorsätzlicher Mord. Das ist nicht wahr. Er wollte meinen Vater nicht ermorden. Jim Fallon riskierte für ihn sein Leben. Ich habe es gesehen. Sie waren auch dabei. Er ist trotzdem verantwortlich für die Handlungen der Fallon Company. Sein eigener Vorarbeiter wird gegen ihn als Zeuge auftreten. Ich werde für ihn zeugen. Marshal, lassen Sie Fallon gehen. Man kann einen Mann nicht zur Verantwortung ziehen, wenn der Hauptbelastungszeuge ihn verteidigt. Lassen Sie ihn frei. Danke. Wir vergeben unseren Schuldigern. Mein Vater hätte es auch getan. Mr. Williams erzählte mir gerade, dass Frenchie die Absicht hat, Jim umzubringen. Kümmern Sie sich nicht darum, das wäre für uns alle das Beste. Aber Sie als Marshal müssen etwas dagegen tun. Wieso? Es darf ihm nichts geschehen. Das ist die Höhe. Hey, sind Sie verliebt in diesen Tunichtgut? Ach du meine Güte. Sie sehen einen großen Löwen im Wald. Dann gehen Sie nie nah heran. Es sei denn, Sie wären selber eine Löwenfrau. Er war immer sehr freundlich zu mir. Gut, er wollte Ihnen schmeicheln. Jetzt hören Sie mir mal zu. Bei der Trauung könnte der Pfarrer Jim Fallon in eine Zwangsjacke stecken und ganz tief im Meer versenken. Er würde trotzdem wieder hochkommen und mit den Verlobungsgeschenken verschwinden. Männer können sich ändern. Oha. Sogar ich bin aufgegeben worden von Frauen, die mich bessern wollten. Sie begehen den größten Fehler, wenn Sie sich den falschen Mann aussuchen und Vollfass aus ihm machen. Warum gehen Sie nicht einfach irgendwo hin und vergessen ihn? Ich muss Sie an Ihre Pflicht erinnern, Marshal. Es darf ihm nichts geschehen. Alicia, es geht los. Was sollen wir tun? Bestimmt? Ja. Ich fühle es genau. Es kann jede Minute kommen. Bringt sie ins Hotel. Zimmer 204. 204? Das ist doch Jim Fallons Zimmer. Warum nicht? Das ist alles seine Schuld. Sehen Sie die erleuchteten Fenster da oben? Dort ist er jetzt. Gehen Sie rüber in die Ruine von dem Büro. Vielleicht erwischen Sie ihn von dort. Charlie, dich kennt er nicht. Du gehst in das Lokal. Beldock, ich stehe hier. Du gehst rüber auf die Veranda. Wenn er durch die Halle kommt, winkst du mir. Dann kann er was erleben.
dein Zimmer. Was habe ich denn jetzt getan? Ich muss mit dir sprechen. Hey, Nachbar, was soll's denn sein? Einen Doppelten. Ihrer Schwester geht es gut. Was ist denn das? Ein Baby. Also das lasse ich mir nicht andrehen. Oh, Sie sind mit dem Storch zur gleichen Zeit angekommen. Was? Bill, es ist ein Junge. Die Straße ist nicht der richtige Ort für ein Baby. Wessen Baby? Wo gibt es Wasser? Genau in der Halle. Unten. Oh. Ist das ein Hotel oder ein Kinderheim? Ein Baby ist gerade geboren worden, dank Jim. Herzlichen Glückwunsch. Was meinen Sie mit dank Jim? Ich werde lieber verschwinden, das wirkt sonst ansteckend. Was wird hier gespielt? Sie haben diese armen Menschen von Haus und Hof vertrieben. Damit habe ich nichts zu tun. Zu dumm, dass sein Vater nicht hier sein kann. Damit habe ich auch nichts zu tun. Es kommt alles davon, weil ihr euch für edle Menschen haltet. Ich habe noch nie geglaubt, ich sei ein edler Mensch. Dafür habe ich ein zu heftiges Temperament. Ein tolles Mädchen. Du armseliger Schürzenjäger. Du willst sie nur verführen. Am liebsten würde ich den Kürbis, den du für deinen Kopf hältst, runterschießen. Wenn du klug bist, lässt du das, sonst kriegst du Frostbeulen mitten im Juli. Dabei liebt sie dich sogar. Du hast einen Knall. Ja, das mag sein. Seit du mit diesem Frenchie zusammen bist, hast du die Wahl zwischen sterben oder getötet werden. Und wer glaubst du, hat mich beauftragt, auf dich aufzupassen? Alicia Chadwick. Das glaube ich dir nicht. Das weiß ich. Es bedeutet dir ja auch nichts. Du wirst alles erreichen, was du wolltest. Wirst vielleicht Millionär. Sicher? Warum kannst du nicht endlich ein anständiger Kerl werden? Warum willst du bloß nicht zugeben, dass der ganze Wein, den du da unten verkaufst, sauer wie Essig ist? Sprich ruhig weiter. Du elender Straßenräuber. Ich versuche nur, deine Haut zu retten. Nicht dir zuliebe. Ich hab's ihr versprochen. Du hast mich ja immer noch gern. Komm mit, Lucky. Ich werde mich bei Alicia bedanken, dass sie dich zu mir zurückgeschickt hat. Die freut sich bestimmt. Zurück, Lucky, in Deckung! Yukon hat diesen Hain geliebt. Er verstand uns. Wohin ist er gekommen? Er starb, weil er sie beschützt hat. Er hätte auf sich aufpassen sollen. Als ich noch ein Kind war, wurde mir der Glaube beigebracht, dass ein guter Kern in der Seele eines jeden Menschen lebt. Aber jetzt beginne ich daran zu zweifeln. In ihm ist nicht die geringste Spur von Gutem.
Ich habe Ihren Brief bekommen. Was wünschen Sie? Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Ich weiß jetzt, wie Sie Greg und diesen Franchi hindern können, das Land kahl zu schlagen. Das weiß ich schon ziemlich lange. Sie müssen zugeben, dass Betrugsabsicht vorlag, als Sie den Antrag auf Erwerb von Grundstücken gestellt haben. Das ist strafbar. Ich gebe eine eidesstattliche Erklärung ab. Was? Sie haben mich verstanden. Überlegen Sie sich das. Sie werden Ihr gesamtes Geld einbüßen. Wünschen Sie, dass ich in Tränen ausbreche und heule? Ich habe versucht, auf Sie einzuwirken, seit ich Ihr Richter bin. Stoppen Sie Ihre Gefühle für mich. Bringen Sie lieber die Siedler zum Bäumefällen. Würden Sie sich um Dora Dick und den blöden Damm kümmern? Nehmen wir an, ich bin Dora Dick. Sie haben an alles gedacht, nicht wahr? Ich bewundere Sie, Fällen. Dann halten Sie darüber Ihren Mund. Gegenüber jedem Menschen hier. Was werden Franchi und Greg tun, wenn Sie das herauskriegen? Mit gefalteten Händen dastehen? Wollen Sie jetzt mein Geständnis aufschreiben? Hier. Ich gebe Ihnen Ihren Talisman zurück. Sie werden ihn in der nächsten Zeit brauchen. Danke, Richter. Oh, ich werde auch einiges Geld zum Leben brauchen. Wollen Sie mir bitte ein paar Schecks decken? So viel Sie wollen. Ich steige in Ihr Geschäft mit ein. Jetzt bringe ich Ihnen bei, an Ihre Seele zu denken, anstatt an Ihren Bauch. Das Gepäck geht nach San Francisco. Schade, dass du abfährst, Liebling. Ich werde dich vermissen. Du wirst die Trommeln schlagen und sie singt dazu Hymnen. Unterschreib doch hier zum letzten Mal mit Dora Dick. Sei so gut. Du musst mit Franchi verhandeln über Dora Dick. Wie bitte? Ich habe Franchi den Damm verkauft für $25.000. Daisy, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Gefällt dir was nicht? Falscher Lippenstift? Es ist also doch wahr. Der Damm gehörte mir. Und außerdem, ich wollte nicht mehr von deinen Versprechen leben. Welches Versprechen habe ich dir gegenüber jemals gebrochen? Du hast keins gebrochen, aber auch keins gehalten. Es hat mich 10 Jahre gekostet, bis mir ein Licht aufging. Die Einfallspinsel, die ich dir geholfen habe, zu übertölpeln. Ich habe von dir gelernt. Und wie ich gelernt habe. Genug, um dir den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Mahlzeit. Du hast mich himmelhoch geschlagen. Du fällst schon wieder auf die Füße. So wie immer. Diese $25.000 werden mir all die verlorenen Jahre wiederbringen. Tja, mein Lieber. Von jetzt ab sind wir quitt. Anscheinend habe ich dir zu viel beigebracht. Gute Arbeit, Daisy. Ich bin stolz darauf, dass ich ein so guter Lehrer für dich war. Also dann, mach's gut. Ich bin dir nicht böse. Wir danken Ihnen, Mr. Fallon. Der Richter sagte, dass Sie uns doch den Damm lassen. Damit haben Sie uns sehr geholfen. Franchi hat den Damm gekauft, hinter meinem Rücken. Ihr bringt eure Stämme umsonst zu Wasser. Ist das wieder ein neuer Trick? Männer wie Sie können sich niemals ändern. Es wird Zeit, dass Sie sich ändern. Warum spuckt ihr Männer nicht in die Fäuste und fangt endlich an zu kämpfen? Das ist die einzige Chance für euch, euer Land zurückzubekommen. Ihr könnt beten, so viel ihr wollt, aber der Damm bleibt. Aber wir könnten ihn umgehen. Wir könnten doch die alte Grubenbahn wieder flott machen. Wir brauchen nur ein paar neue Schienen und können die Stämme in den unteren Fluss werfen. Herr Lischer, das wird gehen. Wir brauchen also Schienen und Werkzeuge. Die schwindel ich schon jemandem ab. Schwindeln? Verzeihung, borgen. Manchmal ist das dasselbe. Wer von euch kann Schienen legen? Richter Crenshaw stiftet das. Füttern Sie die Männer gut, dann arbeiten sie schneller. Das ist nett von Richter Crenshaw. Und von Ihnen auch, ich danke Ihnen. Ach, Schwester Shadwick, ich möchte Sie etwas bitten. Kümmern Sie sich um mich. Fallon ist mit diesen Schienen schon fast am Fluss. Ja, wenn er schafft, sind wir arbeitslos. Tja, wir legen ein dolles Tempo vor. Wie viele Brücken gibt es? 3. Gehen wir an die dem Fluss am nächsten ist.
Ja, bitte? Ich komme auf einen kurzen Besuch. Mrs. Wallace. Mrs. Blackburn ist in die Stadt gegangen mit dem Baby. Oh, haben wir schon so viel? Noch mehr. 5 Wagenladungen sind schon weg. Und diese geht heute Nachmittag. Es tut mir weh, es auszusprechen, aber danken Sie Mr. Fallon. Es ist gut, dass Mr. Fallon auf unserer Seite ist. Ich habe das Gefühl, als wäre die Stärke Jerobims mit uns. Sie müssen Jeremias meinen. Jerobim war ein Lump. Ich glaube, ich meine beide. Bis nachher. Ach, sagen Sie Mr. Fallon, dass ich hier bleibe, bis zum Essen, falls er mich braucht. Mach ich. Fällt runter. Ich dachte, das würde schon genügen. Was war denn das? Wir wollen lieber nachsehen. Er war da drin. Still, der könnte ein Gewehr haben. Wer ist da? Es ist besser, du kommst raus. Siedler. Wir werden ihn nie in diesem Gebüsch finden. Wir müssen schnell einen Zug über die Brücke rollen lassen. Löst die Bremsen an dem Wagen und macht die Tür fest zu. Wir gehen zum letzten Wagen. Wir brauchen nur noch 2 Wagenladungen. Ich glaube, es ist besser, wir nehmen sie von unten. Los, kommt mit. Gut, ihr kommt. Macht schnell. Hey, Boss! Was ist passiert? Sie sagen noch ein Zug und sie bricht zusammen. Wer bricht zusammen? Die 3. Brücke in der Nähe vom Fluss. Das hört sich wie ein Zug an. Unmöglich, die Lokomotive kommt nicht vor 1 Uhr. Bringt ihn zum Arzt. Boss, es ist doch ein Zug. Wo ist Alicia? Im Bremserhäuschen.
Gott sei Dank, Sie sind gerettet. Jetzt hört endlich auf mit diesem Quatsch, ihr scheinheiligen Schlappschwänze. Sie haben Williams erschossen und Sie beinahe getötet. Der Zug ist verloren und die Brücke auch. Und wir können so lange keine Stämme zu Wasser bringen, solange uns der Damm im Wege ist. Ich frage euch jetzt zum letzten Mal. Sprengt ihr mit mir den Damm? Nur keine Eile. Ihr müsst noch überlegen. Ihr habt 2 Sekunden Zeit, dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Warte! Warte doch! Wir bitten Sie um Entschuldigung, Mr. Fallon. Wir tun alles, was Sie von uns verlangen. Dann kommt. Die Männer mit dem Dynamit kommen mit mir. Tiny, du passt auf, dass uns niemand überrascht. Ja. Vorwärts, ihr habt gehört, was wir zu tun haben. Fällen und ein paar Leute sind am Damm. Er hat ihn nur mit dabei. Er wird ihn in die Luft sprengen. Seid mal ruhig. Was ist das? Keine Bewegung. Ihr habt jetzt ausgespielt. Los, fesselt die Brüder. Habt ihr ihn, haltet ihn fest! Weg! So! Wollen Sie uns helfen, Schwester Chadwick? Dann holen Sie mir einen neuen Stein. Geht in Deckung! Unsere Bäume gerettet, Jim.
Jetzt werden wir beide einen Baum fällen, Alicia. Aber einen ganz kleinen, ja?